Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Im heutigen Video geht es wieder um den M2 Competition. In dem Fall sind wir hier an der Rückseite des Fahrzeugs unterwegs. Einige von euch, die auch ein F-Serie-Modell haben von BMW, kennen das Problem vielleicht hier jetzt an dieser Stelle, wo die Verkleidung vom Rückscheinwerfer über die Karosserie geschoben wird. Gibt es unterhalb dieser Verkleidung so eine kleine Klebewulst von der Karosserie selbst. Die sieht man jetzt hier am Rand ein bisschen. Und diese Klebewulst in Kombination mit dieser Plastikabdeckung vom Scheinwerfer führt dazu, dass eben das ganze Wasser und der Dreck, der abläuft von der von der Heckscheibe, das läuft eben hier genau an dieser Kante vorbei. Das ist auf beiden Seiten der Fall. Das heißt hier sowohl Fahrer- als auch Beifahrerseite. Hier sieht man das auch. Hier läuft dieser Dreck dann runter und aufgrund dessen, dass dort diese Klebewulst ist, sammelt sich der Dreck dann dort auch immer, wird immer mehr und irgendwann ist dann der Ablauf mehr oder weniger komplett verstopft. Und um dieses Problem zu lösen, kann man natürlich entweder mit einer Zahnbürste dort reinigen oder dass man da mit dem Wasserschlauch reinspritzt. Dann hat man aber immer die Gefahr, dass auch irgendwas in den Kofferraum läuft. Und die Alternative dazu möchte ich euch heute zeigen, denn BMW hat die Demontage des Rücklichts sehr einfach gestaltet. Hier gibt es zwei solche kleinen Wartungsklappen, hinter denen sich eine 10er Nuss verbirgt. Und ihr müsst lediglich diese beiden Nüsse eben lösen und dann könnt ihr den ganzen Scheinwerfer ausbauen. Und das Prozedere möchte ich euch heute eben zeigen. Hier jetzt, wie gesagt, die beiden Wartungsklappen nochmal gehighlightet. Und was ihr braucht, ist lediglich ein kleiner Schlitzschraubenzieher, um diese Klappe zu öffnen und eben eine 10er Nuss, um die beiden Muttern lösen zu können. Und wenn ihr dieses Werkzeug habt, plus ein bisschen Reinigungsutensilien, dann kann es eben auch schon direkt losgehen. Das heißt, das Erste, was ihr machen müsst, ist eben diese Abdeckungen zu öffnen. Das kann entweder, wie gesagt, hier mit so einem kleinen Schlitzschraubenzieher passieren. Es kann aber auch sein, dass die Abdeckung schon ein wenig lose ist und dann könnt ihr die gegebenenfalls vielleicht einfach mit dem Finger öffnen. Da müsst ihr dann halt schauen, was bei euch eben am besten funktioniert. Wenn die Klappen geöffnet sind, geht ihr her und löst die Mutter mit der entsprechenden 10er Nuss. Einfach komplett rausdrehen und beiseite legen. Das macht ihr, wie gesagt, hier unten, wie es jetzt zu sehen ist, und auch dort oben. Und wenn das dann geschehen ist, dann habt ihr bereits die einzigen Verschraubpunkte, die hier das Rücklicht an der Karosserie fixieren, gelöst. Und was ihr jetzt machen müsst, ist den Scheinwerfer einfach gerade nach hinten wegziehen. Es kann sein, dass ihr ganz leicht hin und her wackeln müsst, aber normalerweise einfach nur nach hinten wegziehen. Der ist lediglich außen noch mit so einer kleinen Plastiknase fixiert. Hier nochmal aus einer anderen Perspektive, da gibt es auch so eine kleine Griffmöglichkeit. Dann beim Rausziehen den Scheinwerfer leicht kippen. Das zeige ich auch gleich nochmal, damit ihr den eben am Gasfederdämpfer vorbeiführen könnt. Hier sieht man das jetzt einfach leicht nach unten kippen und dann habt ihr den Scheinwerfer auch schon in der Hand. Jetzt ist am Scheinwerfer eben noch das Kabel vorhanden, was den Scheinwerfer mit Strom versorgt. Das auch entsprechend einfach abklipsen und das sieht dann am Ende so aus. Hier ist der Stecker. Am unteren Ende des Steckers seht ihr noch so einen kleinen Plastikschuh mit so einer Nase. Den steckt ihr später einfach wieder in den Scheinwerfer. Das ist lediglich zur Kabelführung. Und hier sehen wir jetzt das Problem. Hier ist jetzt jede Menge Dreck, der sich dort sammelt, genau auf dieser Kante. Und wie gesagt, je nachdem, wie lange ihr das nicht reinigt, sammelt sich da immer mehr Dreck an und dann kann das da nicht mehr ablaufen. Zudem könnt ihr jetzt auch die Kanten unterhalb des Scheinwerfers schön reinigen, wenn der ausgebaut ist. Hier ist jetzt der komplett ausgebaute Scheinwerfer. Auch der ist natürlich dreckig, denn den kann man ja immer nur von der Sichtseite reinigen, hier auf der Rückseite. Aber dort, wo eben der ganze Dreck immer vorbeifließt, hat sich auch jede Menge Schmutz angesammelt. Und den kann man jetzt bei der Gelegenheit auch wunderbar reinigen. Das mache ich dann später auch und zeige ich euch. Hier ist dieser kleine Noppel außen links, der das in der Karosserie verbindet. Und wie gesagt, jede Menge Schmutz vorhanden. Ja, jetzt ist der nächste Arbeitsschritt, hier diese Flächen einfach einmal zu säubern. Ich nehme dafür ein ganz normales feuchtes Tuch und mache das einmal sauber.
So, jetzt sind die Flächen alle gereinigt. Ihr könnt dann, wenn das geschehen ist, das gerne auch noch mit ein bisschen Wachs versiegeln. Dann läuft da in Zukunft der Schmutz und das Schmutzwasser ein bisschen besser ab. Aber wichtig ist eben, dass jetzt hier diese Kante wieder schön sauber ist. Auch die ganzen Kanten, wo der Scheinwerfer saß. Hier sind jetzt die beiden Muttern, die eben den Scheinwerfer an der Karosserie fixieren. Die werden dann, wie gesagt, von vorne einfach so eingesetzt. Hier in diese beiden Löcher und halten den Scheinwerfer direkt an der Karosserie. Dann habt ihr das hier aus der Perspektive eben auch nochmal gesehen. Bisher hatte ich euch das ja nur am Auto gezeigt. Und wie gesagt, wenn ihr den Scheinwerfer jetzt ausgebaut habt, dann würde ich euch empfehlen, den auch gleich zu reinigen. Ich mache das auch bei der Gelegenheit. Gartenschlauch könnt ihr nehmen oder ebenso wie ich ein feuchtes Tuch. Ich würde dann nicht mit einem Hochdruckreiniger rangehen, denn dann ist immer die Gefahr, dass sich da drin im Scheinwerfer Wasser sammelt. Das heißt also, das, sag ich mal, ungefährlichste und unkritischste ist eigentlich immer so ein feuchtes Tuch zu nehmen, um den Scheinwerfer entsprechend zu reinigen. Am Ende werde ich den Scheinwerfer auch nochmal von der Sichtfläche reinigen. Dazu verwende ich einen speziellen Reiniger, der auch Kalk sehr gut entfernt, also Kalkflecken. Den könnt ihr auch super nehmen für Windschutzscheiben. Hier seht ihr jetzt das Endergebnis. Da kriegt ihr wirklich die Kalkflecken sehr gut weg. Den verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung, denn da habe ich schon einige ausprobiert und der, den ich da jetzt habe, der ist wirklich klasse, den kann ich echt empfehlen. Und ja, wie gesagt, wenn das jetzt alles gereinigt ist, sieht das gleich deutlich besser aus. Hier außen links, wie gesagt, nochmal dieser Stift, dieser kleine Plastikstift, der verwendet wird, um den Scheinwerfer außen in der Karosserie zu führen, beziehungsweise eben ja so ein bisschen als Führungsstift geht. Hier sieht man auch das Loch dazu außen. Jetzt beim Einbauen, wie gesagt, diese Plastiknase wieder unten in den Scheinwerfer einklipsen, den Stecker wieder anschließen, das ist ganz wichtig, damit da euer Licht auch funktioniert, und nur den Scheinwerfer einfach gerade wieder in Richtung Karosserie drücken. Kann sein, dass ihr da ein bisschen hin und her wackeln müsst, aber normalerweise lässt er sich sehr, sehr gut wieder in Position drücken. Bezüglich der Verstellmöglichkeit am Scheinwerfer selbst, ihr könnt jetzt die Höhe des Scheinwerfers leicht variieren, das heißt ihn entweder etwas nach oben positionieren und befestigen oder etwas nach unten positionieren und befestigen. Also da habt ihr so ein bisschen Anpassungsmöglichkeiten bezüglich Spaltmaßen. Da würde ich mich einfach daran orientieren, wie das nachher am besten zu eurem Heckdeckel passt. Das heißt, das ist immer so ein bisschen individuell von Fahrzeug zu Fahrzeug. Aber wie gesagt, ihr könnt ihn eben da leicht in der Höhe variieren, um da die Spaltmaße entsprechend anzupassen. Dann die beiden Muttern wieder festschrauben, die kleinen Kappen, die es da gibt, eben worunter sich die Muttern befinden, einfach wieder zuklappen. Und dann ist der Ein- bzw. Ausbau auch wieder abgeschlossen. Das war es im heutigen Video, einfach nur ein kurzes Infovideo zur Rückleuchtenausbau und auch zur Reinigung von dieser Kante. Ich hoffe, es war hilfreich. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video mit dabei seid. Bis dahin, euch eine gute Zeit und bis dann. Ciao.